Willkommen beim Meilencoach. Wie jeden Monat bekommst du von mir eine Übersicht für die aktuell besten Deals zum Sammeln und Einlösen von Meilen, damit du bald zu einer besonderen Flugreise abheben kannst. Im Juli 2024 gibt es zum Glück mal wieder einige Highlights zu verkünden. Payback gewährt wieder 30% Bonus auf Payback-Punkte, die zu Miles & More übertragen werden. Ich sage dir, wie du jetzt noch schnell dein Payback-Konto auffüllst. Miles & More und Lufthansa lassen ein A350 von München nach Kapstadt abheben. Exklusiv buchbar mit Prämientickets. Alle Details bekommst du hier. Überdies habe ich auch ein paar spannende Meilenschnäppchen im Aktionszeitraum 15. Oktober bis 30. November für dich gefunden. Da ist auch ein Flug mit dem A380 dabei. Nur bei mir bekommst du eine klare Auswertung, wie lohnend der jeweilige Prämienflug wirklich ist. Sei gespannt und lass dir es nicht entgehen. Los geht's und viel Spaß! Bevor wir zum Payback-Deal kommen, möchte ich dich auf den Deal der Miles & More Kreditkarten aufmerksam machen. Noch bis Ende Juli erhältst du als Neukunde 20.000 Meilen und 2 Lounge-Voucher für die Gold Credit Card. Zudem sammelst du mit jedem ausgegebenen 2 Euro eine Meile. Die Karte kostet 11,50 Euro im Monat und sichert dir deine Meilen vor dem Verfall. Das ist absolut sinnvoll. Zudem kannst du bis zu 25.000 Meilen in 100 Points und Qualifying Points eintauschen, falls dir nur noch wenig für deinen Wunschstatus fehlen sollte. Bist du selbstständig oder Unternehmer, kommt es noch besser. Der Willkommensbonus liegt derzeit bei sehr guten 40.000 Meilen und du sammelst sogar je Euro eine Meile. Meilenschutz gilt natürlich auch. Eine sehr gute Gelegenheit. Brauchst du noch 25.000 Meilen, um deinen Traumflug anzutreten? Dann könnte das Digital-Abo der FAZ etwas für dich als Neukunde sein. Für den Preis von 300 Euro erhältst du sie und zahlst mit gute 12 Euro je 1000 Meilen. Das ist fair. Du bekommst Qualitätsjournalismus obendrein. Die Gutschrift erfolgt ca. 4 bis 6 Wochen nach Zahlung. Du möchtest demnächst etwas in den Bereichen Elektronik, Wohnen oder weiteres kaufen? Dann solltest du dir das Angebot von Amazon ansehen. Du erhältst bei Registrierung 3-fache Meilen, gibst du sogar mindestens 500 Euro aus, wären es sogar 5-fache Meilen. Kann man mitnehmen. Kommen wir zu dem Meilensammel-Highlight in diesem Monat. Noch bis zum 30.07.2024 kannst du deine Payback-Punkte mit einem Bonus von 30% an Miles & More übertragen. Bedingung: es müssen mindestens 4.000 Payback-Punkte sein. Normalerweise würdest du dafür 4.000 Meilen bekommen. In diesem Monat sind es dann sogar 5.200 Meilen. Was tun, wenn dir noch Punkte fehlen oder du das Maximale herausholen möchtest? Dann solltest du dir diese Coupons näher anschauen. Payback gibt 16-fache Punkte auf folgende Gutscheine. Wunschgutscheine, die haben ca. 100 Partner, bei denen du deinen Gutschein einlösen kannst, aber auch andere bieten 16-fache Punktegutschrift. Zalando, Bräuninger, RTL, Expedia und Google Play. Beispiel: Du kaufst einen Gutschein für 100 Euro. In der Regel bekommst du dafür 50 Payback-Punkte. Dieser Aktion gibt es dann noch 750 extra Punkte dazu. Aber Achtung, nicht alle Gutscheinbeträge sind Teil dieser Aktion. Also bitte auf das Kleingedruckte achten. Löst ihr einen digitalen Gutschein ein, dann kann die Einlösbarkeit der Punkte 14 Tage dauern, wegen des theoretischen Rückgaberechts. Kauft in einem Laden, ist dies anders. Penny hat überdies noch ein paar besondere Aktionen im Sortiment. Die Geschenkkarten von Apple erhalten sogar 20-fache Gutschrift. Für Nike-Produkte gibt es sogar 30-fache Punkte und bei der Netflix 50-Euro-Geschenkkarte gibt es 500 Punkte extra. Mit diesem Gutschein solltest du eine Menge Zusatzpunkte generieren können und dein Meilenkonto ordentlich füllen. Sehen wir uns nun besondere Optionen für das Einlösen eurer wertvollen Meilen an. Besonders spannend sind natürlich immer die Langstreckenflüge in der Business oder Premium Economy, da diese gekauft häufig sehr teuer sind. Man meist einen hohen Gegenwert für seine Meilen bekommt und das Flugerlebnis in einem Großraumjet mit deutlich bequemeren Sitzen und besserer Verpflegung deutlich besser ist. Sehen wir uns deshalb das erste Lufthansa-Langstreckenziel im Rahmen der Meilenschnäppchen an: Detroit. Lufthansa bewirbt dieses Ziel in den USA mit 55.000 Meilen. Tatsächlich ist die Verfügbarkeit bisher sehr gut. Es gibt ausreichend Verbindungen von beispielsweise München nach Detroit in der vergünstigten Business Class und auch Premium Economy.
Ab Mitte Oktober könnt ihr in einem A340-600 abheben und müsst in der Business Class leider happige 940 € an Gebühren und Steuern hinlegen. Lohnt sich das dennoch? Ich würde sagen, ja. Gekauft kostet euch dieses Ticket im Moment 3.388 €. Ihr spart damit ca. 2.450 € ein und erzielt den hervorragenden Gegenwert von 44,5 € je 1000 Meilen bzw. 4,45 Cent pro Meile. Sehr lohnenswert, falls euch das Ziel interessiert oder ihr es als Hub für Weiterflüge in Nordamerika nutzen möchtet. Das nächste spannende Meilenschnäppchen ist Boston. Mit der Swiss soll es ab Deutschland über Zürich in die schöne Stadt an der Ostküste gehen. Und tatsächlich gibt es Ende Oktober auch Verfügbarkeiten. Auf der Langstrecke setzt die Swiss auf dieser Route einen A330 ein. Neben 55.000 Meilen werden noch 902 € an Steuern und Zuschlägen fällig. Lohnt sich das trotzdem? Ja, da dieses Ticket gekauft im Moment 3.018 € kostet und ihr also gut 2.100 € einspart. Es ergibt sich also der klasse Gegenwert von 38,50 € je 1000 Meilen bzw. 3,85 Cent je Meile. Ein sehr gutes Angebot. Sehen wir uns das dritte Langstreckenziel im Rahmen der Meilenschnäppchen an. Chicago mit der Swiss. Im Aktionszeitraum 15.10. bis 30.11. konnte ich weder aus Deutschland noch aus der Schweiz fündig werden. Es gab nur Flüge zum Volltarif für 112.000 Meilen. Das ist natürlich weniger interessant. Leider nur ein Alibi-Angebot. Erfreulicher sieht es nach Los Angeles aus. Hier wird ein Lufthansa-Flug ab Deutschland für 40.000 Meilen beworben. Von München aus kann man im eindrucksvollen und sehr bequemen A380 nonstop in die Hollywood-Stadt in der Premium Economy fliegen. Ein Flug im A380 hat nichts an seiner Faszination verloren. Für 40.000 Meilen und 445 € Gebühren seid ihr dabei. Wie ist der Gegenwert? Da das Ticket im Moment gekauft 1.378 € kosten würde, erzielt man hier einen guten Gegenwert von 23 € je 1000 Meilen bzw. 2,3 Cent je Meile. Kann man durchaus machen, wenn man das erleben möchte. Aufgrund der stetigen Veränderung und Verschlechterung des Miles & More Programms hagelte es Kritik. Auch haben viele Mitglieder Probleme beim Buchen von Prämienflügen. Darauf reagiert die Lufthansa jetzt mit folgendem Angebot. Am 17.11.24 wird ein A350 von München nach Kapstadt abheben. Tickets gibt es nur gegen Meilen und ist als Event für alle Miles & More Mitglieder gedacht. Es gibt eine Begrüßung am Gate und wohl auch ein besonderes Programm an Bord. Der Rückflug ist für den 2.12. vorgesehen. Man kann aber auch nur eine One-Way-Strecke buchen. Wie kann man dabei sein? Es wird 3 Klassen an Bord geben. Ein Hinflug kostet in der Economy 30.000 Meilen, in der Premium Economy 45.000 Meilen und in der Business Class 75.000 Meilen, jeweils zuzüglich Steuern und Gebühren. Nach Südafrika fallen die normalerweise human aus. In der Business Class berechnet Lufthansa derzeit 300 € für den Hin- und Rückflug. Das ist heutzutage human. Die tatsächlichen Gebühren sind noch nicht bekannt. Ab dem 11.07. kann man sich dafür bewerben. Es wird ein Teilnahmeformular geben, das man an Miles & More schicken muss und bekommt dann einen Rückruf. Könnt ihr mir vorstellen, dass es ganz spaßig wird. Wenn ich 2 Wochen in Südafrika bleiben will oder sogar noch länger dort verweilen möchte, besorgt sich einfach ein anderes Ticket für den Rückflug. So bleibt man flexibel. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du auch weiterhin über gute Meilendeals und Prämienflüge informiert sein willst, dann abonniere doch meinen Kanal, aktiviere die Glocke und gib mir einen Thumbs up. Danke dir dafür. Falls du einen besonderen Reisewunsch hast oder die Welt von Miles & More so richtig verstehen willst, aber keine Zeit oder Lust für intensive Recherchen hast, dann lass dich von mir für ein faires Honorar coachen. Das macht Spaß und spart dir viel Zeit und Geld. So wie bei vielen anderen zufriedenen Reisefans vor dir. Liebe Grüße vom Meilencoach.